Hallo meine Lieben, heute habe ich eine süße kleine Karte für euch, in der ich euch auch zeigen möchte, was den Effekt oder wie das Layern von Elementen einen super schönen Effekt haben kann, und mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte, mal eine viereckige, und hier habe ich einfach versucht, so ein bisschen mit Dimensionen zu arbeiten und verschiedene Elemente ausgestanzt und dann auch noch gestempelt. Und wie ihr die machen könnt, das zeige ich euch gleich. Um diese Karte zu machen, brauchen wir ein paar Sachen. Einerseits habe ich hier mal nicht meine Standardkarte, sondern den Standard, den ich verwende für viereckige Karten. Das sind 13 cm mal 13 cm. Somit ist die ganze Karte 26 cm, gefalzt bei 13 cm und in der Höhe 13 cm. Dann braucht ihr ein farbiges Papier. Ich habe hier ein grünes, um den ersten Hintergrund zu machen. Dann habe ich hier so ein Craft braunes, um den zweiten Hintergrund zu machen, und dann habe ich weißes Papier, um hier dieses Viereck zu machen, und dann auch noch hier diesen Wippel und den Hintergrund für den Spruch. Dann habe ich eben, um diesen Hintergrund auszustanzen, habe ich hier drei Sachen. Einerseits ist es dieses Stanzset, da werde ich verschiedene Größen verwenden, das heißt das größere und das kleinere. Dann habe ich für diesen Wippel hier solch ein Stanzset mit diesen Stitch Lines, und um dieses Viereck zu machen, habe ich Quadrate auch mit Stitch Lines. Zum Stempeln habe ich zwei Stempelsets. Einerseits das, wo dieser Hund ist, die kleinen Pfoten und der Spruch You left palm prints on my heart. Und dann habe ich auch noch für dieses Happy Birthday habe ich hier diese zwei Stempel, die ich verwenden werde. Stempeln werde ich einerseits mit einem Stempeltool, aber dann auch mit einem kleinen Acrylblock, einfach für diese kleinen Pfoten. Das geht am einfachsten, wenn ihr das auf einen Acrylblock aufziehen könnt. Und stempeln werde ich das Ganze mit der Archival Ink. Dann, um dem Ganzen auch noch so ein bisschen Dimension zu geben, werde ich hier mit zwei Arten von Foam Tape arbeiten oder Dimensionals. Eines ein bisschen höher und das andere ein bisschen flacher. Und dann habe ich wie immer Schere, Pinzette, das Falzbein und Flüssigkleber, ganz normaler Zementit-Flüssigkleber. Was ich immer auch auf dem Tisch habe, ist mein Hebelschneider. Und da wollte ich euch auch mal einen Tipp dazu geben. Die Karte selber, die schneide ich effektiv nicht mit dem Falz- und Schneidebrett, sondern mit einem großen Hebelschneider. Und warum mache ich das? Ich zeige euch hier kurz den Unterschied. Und wenn ich mein Falz- und Schneidebrett nehme und da kurz einen Streifen und den schneide, ich nehme kurz, das ist die eine Seite, dann mache ich dasselbe kurz mit dem Hebelschneider auf der anderen Seite. Und jetzt seht ihr hier den Unterschied. Das hier, ich hoffe ihr seht das, das ist mit dem Falz- und Schneidebrett. Und da, je nachdem wie frisch eure Klinge ist, in dem Falz- und Schneidebrett drinne, fängt es an, die Fasern so ein bisschen aufzurauen. Da könnt ihr ganz einfach die so ein bisschen zurückstoßen. Ich finde es halt einfach immer doof, weil es sieht so ein bisschen halt wie selbstgemacht aus, ne? Und beim Hebelschneider habt ihr hier eine absolut saubere Kante. Und deshalb schneide ich meine Karten immer mit dem großen Hebelschneider. Und eben auf dem Tisch habe ich dann immer noch den kleinen, der geht nur bis zu 13 cm, aber ist halt etwas, was extrem praktisch ist. Das ist das, was ich euch sagen wollte, und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, einfach mal die ganzen Elemente, die ich brauche, auszustanzen.
Für das Äußere, da nehme ich einfach den größten Rahmen, für das Innere den zweitgrößten und dann habe ich das Viereck einfach so gewählt, dass es innerhalb von diesem Ausschnitt drauf passt und für den Spruch einfach etwas, was genug groß ist, damit dieser Spruch hier drauf passt. Da ich nicht den ganzen Karton durch die Big Shot laden kann oder kurbeln kann, schneide ich mir hier kurz ein Stück zurecht, was genug groß ist für dieses Cutting Die. Das kommt hier drauf, das kommt hier drauf. Hier brauche ich auch noch ein kleineres Stück. Dann brauchen wir die Big Shot mit der Platte zum Schneiden. Und das können wir jetzt alles kurz durchkurbeln. Dann kommen wir auch schon zum Stempeln. Dann nehme ich einerseits dieses Viereck und diesen kleinen hier und den bringe ich so ein bisschen im oberen, also mittig von den Seiten her, aber eher so ein bisschen im oberen Bereich. Ich reinige meine Stempel effektiv immer so mit einem Baby Wipe kurz. Dann den Spruch für den Wippel. Da habe ich dieses Element auch behalten, woraus ich ausgestanzt habe, weil dann kann ich hier wunderbar den reinlegen und das funktioniert dann fast ein bisschen besser zum Stempeln. Und jetzt kann ich hier meinen Stempel wunderbar ausrichten. Ich werde eher auf der Seite mich orientieren und hier dann ein bisschen von abschneiden. Und dann brauchen wir noch das Happy Birthday. Und dann wollte ich auf dem Element auch noch so diese Fußtatzen oder diese Tatzen drauf. Und da nehme ich effektiv die kleinen. Da habe ich einfach wild so ein paar drauf verteilt. Und was wir auch noch machen müssen, ist diesen Streifen zurechtschneiden. Und was ich auch noch machen muss, ist den hier so ein bisschen zurückzuschneiden, weil ich will nicht, dass der hier ganz bis drüber geht, sondern dass der hier in etwa bis hier geht. Das heißt, den werde ich auch noch ein bisschen einkürzen. Voilà. Und jetzt haben wir schon alles, um die Karte zusammenzubauen. Da starte ich jetzt mal mit dem Hintergrund. Und bei dem Standset mache ich so, dass ich den Kleber nur innerhalb des Vierecks mache, damit ich dann
hier immer das noch so ein bisschen hochbiegen kann und das nicht ganz so fest auf der Karte drauf ist. Und das kommt jetzt mittig auf die Karte drauf. Immer gucken, wo sie aufgeht. Ihr könnt da natürlich auch mit Doppelklebestreifen arbeiten. Ich finde es halt einfach angenehmer, weil ich immer noch so ein bisschen verschieben kann beim Flüssigkleber. Jetzt seht ihr auch, das liegt jetzt hier nicht ganz so flach auf. Dann kommt das nächste Element drauf, das ist das hier. Und da gehe ich mit Dimensionals drauf oder Kratzer bei größeren Elementen könnt ihr auch Folgendes machen. Gerade um so eine ganze Fläche abzudecken, bräuchtet ihr ja schon sehr viele von diesen Dimensionals. Und da gibt es effektiv auch Foam Tape, was ihr da ganz einfach hinten drauf machen könnt. Und so quasi hier auch Dimensionen schaffen könnt. Ich bin effektiv immer sehr zurückhaltend, wo ich sowas verwende, aber hier sieht man das wirklich nicht. Dann könnt ihr hier wunderbar auch Dimensionen schaffen. Das kommt hier auch schön mittig drauf. Und da seht ihr, da kriegt ihr schon auch eine gute Höhe hin. Dann kommt das hier drauf. Das kleben wir direkt drauf. Und das jetzt einfach innerhalb von dieser Stitchline vom vorherigen Element. Dann haben wir das schon und jetzt können wir gucken, wo wir effektiv das Happy Birthday hinbringen wollen und den Spruch. Ich will vom Hund natürlich nicht allzu viel verdecken, deshalb gehe ich hier eher so ein bisschen runter. Das heißt, ich bringe zuerst dieses Element an und das mache ich eben mit den Dimensionals. Und jetzt gucke ich eben, wo ich das am besten anbringe. Damit ich hier möglichst, also weit oben bin, aber trotzdem vom Hund nichts verdecke. Und ich hier schön mit diesem weißen Element abschließe. So, und jetzt weiß ich auch, wo ich das anbringen muss. Und darum habe ich jetzt verschiedene hohe Dimensionals. Jetzt für hier unten wären die hier zu wenig dick. Und deshalb habe ich hier noch solche, die ganz dick sind, um hier unten, wo ich über den Rand drüber hinausgehe, da noch Dimensionals anzubringen. Dann gucke ich mir einfach so ein bisschen an, bis wo ich in etwa Flüssigkleber noch aufbringen kann. Und dann können wir auch das hier noch anbringen. Et voilà. Jetzt habe ich hier unten wunderbar dieselbe Dimension wie dieses Element hier hat. Und das klebt oben trotzdem auf diesem Element drauf. Und das ist auch schon die Karte, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!